Mit 2089 Space Divided entsteht beim noch jungen Indie-Entwickler Kill Secure Games ein Echtzeitstrategiespiel, welches sich sehr stark an Genregrößen wie Total Annihilation und Supreme Commander orientiert, aber auch Elemente von StarCraft hinzumixt. Da dieses Projekt aus Deutschland kürzlich in den Early Access bei Steam gestartet ist und so viel Potenzial hat, wird es Zeit für einen kleinen Test. In 2089 Space Divided kämpfen 3 komplett unterschiedlich spielbare Fraktionen auf fremden Planeten um die Vorherrschaft. Da hätten wir zum Beispiel die Andara, die am ehesten den Menschen nachempfunden sind und ein bisschen an die UEF aus Supreme Commander erinnern. Sie schicken vor allem diverse Panzer ins Schlachtfeld und bauen auf hochentwickelte Waffen. Hingegen sind die Redux eine Art Insektenvolk, die im späteren Spielverlauf einen verheerenden Kampfläufer ins Feld schicken können. Die Zahn, die in der aktuellen Early Access Version noch nicht spielbar sind, setzen wiederum auf Tarnung und Hinterhalt. Spielerisch baut ihr für ein RTS klassisch zunächst eine Basis auf, sammelt nach dem Supreme Commander Prinzip Ressourcen und beginnt zügig mit der Truppenproduktion. Dabei entpuppt sich das Gameplay als sehr schnell, so müsst ihr euch in der Regel bereits in den ersten Minuten gegen eure Gegner verteidigen, wodurch kaum Langeweile aufkommt. In der Early Access Version aus dem September 2022 sind bisher nur 2 Spielmodi verfügbar. Da hätten wir zum einen einen Skirmish-Modus, den ihr gegen die KI spielen könnt, und eine Tower-Defense-Variante, in der ihr euch gegen anrollende Gegnerwellen verteidigen müsst. Der für das Genre so wichtige Multiplayer-Modus ist noch nicht verfügbar, soll aber in Kürze folgen. Und neben diesem soll das Spiel noch dieses Jahr um Flugeinheiten erweitert werden, Marineeinheiten sind aber nicht geplant. Tja, und hier sind wir auch schon beim Problem des Spiels angekommen, denn Potenzial ohne Ende in flotten Schlachten, die wirklich Laune machen, steht aktuell relativ wenig Content gegenüber. Auch mit den bisher lediglich 2-3 Maps kann man hier noch nicht wirklich glänzen. So fehlt auch die so wichtige Singleplayer-Kampagne noch komplett. Roadmap-technisch soll wie schon erwähnt dieses Jahr noch die Lufteinheiten und der Multiplayer ihren Weg ins Spiel finden. 2023 dann mit den Zahn die dritte spielbare Fraktion ins Spiel kommen und 2024 die Singleplayer-Kampagne nachgeschoben werden. Also, sollten die Jungs von Kill Secure Games all das Versprochene umsetzen können, so könnte uns hier wirklich ein gutes RTS Made in Germany ins Haus stehen. Reinschauen könnt ihr übrigens auch kostenlos, denn neben der Early Access Version findet ihr auf Steam auch eine Demo.